Das Herzstück des Testsiegerbikes auf unserem großen E-Mountainbike-Vergleichstest. Der neue S-Works 3.1. 111 Newtonmeter, 850 Watt Maximalleistung und ein Ökosystem, das Maßstäbe setzt. Doch der neue S-Works 3.1 Motor will nicht nur mit Power glänzen, sondern auch mit sehr hoher Individualisierbarkeit und mit starken Features. Aber reicht das für den Sprung an die Spitze? Der S-Works 3.1 ist das neue Herzstück im Turbo Levo 4 und liefert in Kooperation mit Brose eine komplette Neuentwicklung. Und mit dem neuesten Update liefert der Motor nun deutlich mehr Power. Die Spitzenleistung steigt auf 850 Watt an. Das ist Platz 2 im gesamten Testfeld, nur der Avinox M1 liegt noch drüber. Gleichzeitig bleibt das Drehmoment bei starken 111 Newtonmeter. Und die leistungsschwächere Specialized 3.1 Version legt sogar noch mehr zu und liefert jetzt 810 Watt und 105 Newtonmeter. Und damit mehr als der S-Works Motor vor dem Power Update. Der Motor sitzt exklusiv im Turbo Levo 4 und ist dort ein bisschen wuchtiger untergebracht als jetzt ein Bosch CX oder ein Avinox M1 ist. Aber es ist dann doch deutlich eleganter und schlanker als bei einer Pinion MGU. Dazu gibt es mit 600 oder 840 Wattstunden zwei Akkuoptionen. Hier haben wir der große 840 Wattstunden Akku. Zudem gibt es noch einen 280 Wattstunden Range Extender. Das Ladegerät vom S-Works Motor ist wirklich einzigartig, denn es stehen euch hier 4 unterschiedliche Ladeprofile zur Verfügung. Fast, Normal, Eco und 80% Laden. Das Ladegerät hat 12 Ampere Ladestrom und schafft es damit in nur 120 Minuten oder exakt 2 Stunden von 0 auf 100% zu laden. Und schneller war wirklich kein einziges Ladegerät im Test. Dafür muss man natürlich sagen, ist es super groß und auch sehr, sehr schwer mit über 3 Kilogramm. Auch beim Cockpit geht Specialized eigene Wege. Entscheidend ist die griffige Remote, die über die gewöhnliche Funktion hinausgeht mit Microtune und Dynamic Microtune. Bei erstem lässt sich die Motorleistung in 10% Schritten anpassen, während Dynamic Microtune den Support dynamisch auf euren Input abspricht. Sprich, ladet ihr beim Antreten bei einem Sprint zum Beispiel voll rein, gibt der Motor auch die volle Unterstützung frei. Das funktioniert auf dem Trail erstaunlich intuitiv und gibt euch viel Kontrolle über den Motor. Ein klares Highlight ist das Display vom S-Works Motorsystem. Es ist super scharf, es ist gut integriert, es ist individuell einstellbar. Es hat zwar keine Touch-Funktion wie zum Beispiel der Avinox M1 mit seinem Display, dennoch punktet es mit einer guten Ablesbarkeit und einer cleveren Menüführung. Es ist sicherlich eins der besten im gesamten Test. Ergänzt wird das starke Gesamtpaket durch die Specialized App. Die überzeugt uns mit einer intuitiven Bedienung, einer enormen Funktionsvielfalt, von Motorlog über Ride-Tracking, über Ladestops bis hin zu umfassender Individualisierung. Gemeinsam mit der Avinox Ride App vom Avinox M1 gehört sie zu den besten im Test. Durchdacht bis ins letzte Detail, intuitiv in der Anwendung und beispielhaft für smarte Systemintegration. Konstanz, Kontrolle und Kraft. Mit diesen 3 Worten kann man den S-Works Motor eigentlich sehr, sehr gut beschreiben. Anstatt seine Kraft schlagartig freizugeben, baut er sie gleichmäßig und kontrolliert auf. Das fühlt sich weniger impulsiv als zum Beispiel der Bosch CX oder der Avinox M1 an, die bereitwilliger ihre Leistung freigeben. Der Specialized bleibt gelassener, schiebt mit Nachdruck, aber nie hektisch. In einem Punkt ist der S-Works Motor aber wirklich herausragend. Selbst bei niedrigem Akkustand unterstützt der S-Works immer noch mit voller Leistung und das wirklich bis der Akku vollständig leer ist. Bei geringer Last brummt er tief und angenehm. Unter hoher Belastung wird er ein bisschen präsenter. 2 kleine Wermutstropfen. Beim Anfahren an Rampen braucht es anfangs etwas mehr Eigenleistung. Und wer vor technischen Anstiegen schon in Vorleistung gehen und bei hoher Kadenz Leistung abrufen will, der stößt auf ein kurzes Leistungsloch. Beides will Specialized aber mit einem weiteren Update behoben haben. Im Labor beweist der S-Works 3.1 Motor einen beeindruckenden Unterstützungsfaktor von bis zu 689% bei einer Kadenz von 75 Umdrehungen pro Minute. Damit erreicht der S-Works Motor den 2. Rang bei der Bergauffahrt mit 15% Steigerung. Nur Avinox ist noch hier schneller. Nicht ganz so glänzend kann der S-Works Motor bei der Effizienz. Der gemessene Wirkungsgrad liegt im Schnitt bei 75% und damit ungefähr 5% unter den besten. Beim 30 Minuten Dauertest setzt nach knapp über 10 Minuten deutliches D-Rating ein, wodurch der Motor etwa 200 Watt Leistungseinbuße verzeichnen muss. Diese Leistung wird dann bis zum Ende des Tests nach ca. 30 Minuten stabil beibehalten. Der S-Works 3.1 vereint Kontrolle, Kraft und Konnektivität wie kaum ein anderer Motor. Kleine Schwächen gibt es aber trotzdem beim Anfahrverhalten und bei hoher Kadenz. Das kostet die letzten Prozentpunkte zu einer wirklich Spitzenplatzierung. Aber beim Gesamtpaket aus Display, Ladegerät, App, Individualisierung, da setzt Specialized schon wirklich Maßstäbe. Wer ein vielseitig, fein anpassbares System sucht, ist hier also wirklich genau richtig. Für uns steht fest, der Specialized S-Works 3.1 Motor ist einer der Top-Motoren im Test. Was haltet ihr vom S-Works 3.1 Motor und dem kleineren Bruder Specialized 3.1 Motor? Lasst dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link für unsere Website.
Da gibt es nochmal alle Texte zu den Motoren aus unserem Motorenvergleichslist mit insgesamt 11 E-Bike-Motoren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke. Ciao, ciao. Ciao.